Jetzt gibt's nur noch ein Tempo, volle Pulle, Hahn auf. Hier kommt Laura Philipp! Siegerin der Starte, schönes 2025, Laura! Eigentlich ging es mir darum, dass ich richtig Spaß haben wollte, versuchen wollte natürlich eine bestmögliche Leistung auch zu zeigen, aber eben auch vor allem dieses Gesamterlebnis Rot wirklich genießen zu können, weil es einfach in den 2 Jahren davor mich immer sehr viel Energie gekostet hat. Es ist super cool zu sehen, dass wirklich auch immer mehr Frauen und ja, vor allem auch junge Mädchen sich für den Sport begeistern oder eben auch zu so Events kommen. Das ist für mich als Frau wirklich eine Herzensangelegenheit. Und das ist gar nicht so einfach in einer Sportart, die wirklich eigentlich eher männerdominiert ist und zeigt mir aber, dass es sich eben auch lohnt, sage ich mal, zu teilen aus dem eigenen Alltag, aus dem Erleben, auch zum Beispiel über sowas wie den Zyklus zu reden, wirklich auch frauenspezifischere Themen oder jetzt zum Beispiel eben auch Schmuck rauszubringen, um wirklich auch zu zeigen, hey, das ist vielleicht ein Sport, wo gerade noch überwiegend Männer unterwegs sind, aber der kann genauso weiblich sein und man muss als Frau nicht männlich sein, um in diesem Sport gut zu sein, sondern man kann als Frau seine Stärken mitbringen und ja, da trotzdem richtig krass performen. Ich habe versucht, mich innerlich ein bisschen frei zu machen dann, als ich einfach auch gemerkt habe, so hey, irgendwie fühlt sich das auch gerade so an, als würde ich krank werden. Und ich war eigentlich Anfang der Rennwoche kurz davor, sogar mit Philipp die Entscheidung zu treffen, dass wir das absagen, das Rennen, weil es natürlich die Gesundheit das Allerwichtigste ist und es bei mir jetzt ja in Rot auch nicht darum ging, mich für die WM zu qualifizieren oder irgendwie sowas, sondern das war einfach nur ein Rennen, auf das ich richtig Bock hatte und was für mich natürlich ein super wichtiges Rennen war, als das größte deutsche Rennen und natürlich schon auch immer wieder ein wichtiger Baustein in dem Aufbau dann für Hawaii, aber ich wollte natürlich auch jetzt nichts irgendwie riskieren. Also ich sehe ein Rennen natürlich immer im Kontext von dem, wie die letzten Wochen vorher und so weiter liefen. Wir hatten selbst 2 Fragezeichen im Kopf. Eins war die Gesundheit. Wir haben die Strecke in verschiedene Abschnitte geteilt und wir sind bewusst an manchen Stellen unterpowert und dann überpowert und wollten eine neue Übersetzung ausprobieren und wir waren noch am Helme ausprobieren. Wir sind da an verschiedenen Stellschrauben dran. Wir sind auch an einem finalen Kona-Anzug dran. Wie immer, wenn man da was Neues ausprobiert, gehen Dinge halt eben auch schief. Und das ist aber auch gut so, weil ich das kalkuliert ausprobieren konnte in einer echten Situation. Das gibt halt eine ganz hohe taktische Variabilität, die wir in Hawaii brauchen werden, ja. Jetzt kann man natürlich fragen, warum habe ich das nicht im Vorfeld geteilt, dass es mir nicht so richtig gut geht. Und das ist halt immer so eine schwierige Frage auch, ja, weil zum einen wollte ich es für mich auch nicht noch mehr aufbauschen. Thema Konkurrenz, der möchte man ja auch nicht irgendwie auf dem Tablett servieren, dass man vielleicht irgendwie angeschlagen ist. Von daher, das sind halt immer so Abwägungen. Auf der einen Seite möchte ich super transparent gerne sein und trotzdem ist es natürlich irgendwie ein Rennen, wo es auch immer, sage ich mal, um psychologische Aspekte geht und ja, deswegen habe ich das halt auch im Vorfeld nicht öffentlich geteilt, aber es war natürlich so, wie du auch gesagt hast, bei Philipp, bei mir oder bei meinem inneren Zirkel vom Team halt schon klar, dass das halt schwierig werden könnte. Laura, herzlich willkommen. Dankeschön. Das Schöne ist, wenn man die Weltmeisterin im eigenen Land hat und so bekannt ist wie du, dann machen wir alle Pläne für dich. Egal, ob du die hast oder nicht. Und deswegen steht da ja auch diese Möglichkeit, als erste Frau unter 8 Stunden zu gehen. Sicher die Motivation, vielleicht diese 8-Stunden-Marke mal zu brechen, oder? Hamburg, die zweitschnellste Zeit, die je von einer Frau erzielt wurde. Das Ganze knapp über der 8-Stunden-Marke. I'm not the only person wondering, is it possible to go under 8 hours? Du hast angedeutet, diese 8-Stunden-Marke kann auch fallen. Hast du dir damit vielleicht ein bisschen Druck gemacht? Ja, das Ziel hast du auch schon definiert. Du willst die schnellste Frau auf diesem Planeten sein, die jemals eine Langdistanz gefinisht hat. Ambitioniertes Ziel. Das Spannende war ja, dass ich nie gesagt habe, dass es mein Ziel ist, in Rot irgendwie einen Rekord aufzustellen oder eben zu versuchen, diese 8-Stunden-Marke zu knacken. Ich glaube, das ist ein Zahn der Zeit, dass quasi nur der neue Rekord und das Next und Next da drin ist, ja. Und dazwischen gehen halt ganz viele Erzählschritte verloren. Und vielleicht will es auch keiner hören, ja. Das ist auch nicht schlimm.
Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass halt weder Laura noch ich das Sub-8 wirklich in den Mund genommen haben. Natürlich habe ich das, sage ich mal, ein bisschen selbst getriggert, indem ich in Hamburg sozusagen sehr nah an diese 8 Stunden rankam mit den 8:03. Dass sie da in der Liga spielt, hat sie gezeigt. Dass es aber ganz gewisse Strukturen, Vorleistungen und so weiter braucht, um das zu realisieren, ist auch klar. Ich habe versucht, den ganzen Fragen wirklich dann mit Gelassenheit zu reagieren. Und es sagt sich leicht, es macht schon was mit einem, wenn man wirklich so das Gefühl hat, hey, jeder erwartet das irgendwie gerade. Und wenn ich jetzt das nicht mache, dann bedeutet es ja eigentlich zwangsläufig, oh, die Leute sind enttäuscht. Das ist ungefähr das 1000. Mal, dass ich diese Frage gestellt bekomme. Eigentlich fände ich besser die Frage, was passiert, wenn ich eine 8:20 mache? Nee, ich werde nur diese Frage gestellt. Ich weiß es nicht. Ja. Sind hier Fans von Laura Philipp? Und mit diesem Applaus geht er rein in die letzten 45 Sekunden vor die Fahrtseconds to go. Das Rennen ist dann halt so gestartet, wie es quasi für mich erwartet wurde, dass ich halt so ein bisschen in einer langsameren Schwimmgruppe, ich nenne es mal, gefangen war. Es war halt wirklich vorne die Alanis weg und dann war dahinter eine Gruppe. War sicher nicht optimal und war auch natürlich ein bisschen schade, dass ich schon langsamer geschwommen bin, denke ich, als ich das eigentlich kann. Jetzt ist auch unsere Weltmeisterin raus. Hier kommt Laura Philipp. Auf dem Rad habe ich mich dann zum Glück echt ganz gut gefühlt. Ja, habe versucht, da mein Ding zu machen, hatte 6 Minuten Rückstand, glaube ich, also schon nicht wenig. Und dann habe ich mich dafür entschieden, wirklich Geduld zu haben, das Ganze so zu pacen, dass es für mich gut passt. Wir haben auch ein paar Sachen ausprobiert für Hawaii. Es war natürlich motivierend, dass ich von außen die Information bekommen habe, dass ich immer weiter rankomme. Und so war es dann auch. Ich weiß jetzt nicht genau, bei wie vielen Kilometern, 150, 40, irgendwie sowas, war ich dann an der Spitze. Die Stimmung war mega. Also ich meine, auf dem Rad, da reden ja alle drüber, so Lara Berg und so weiter. Aber es war für mich in diesem Jahr wirklich so, dass es mehrere so Lara Berge gab. Es war abartig, was an der Strecke los war, wie die Leute einen da angefeuert haben. Ja, habe dann einfach auch nicht mehr zurückgeschaut, bin als Erste in die Wechselzone. Ja, dann ging es in die Laufschuhe. Mach deinen Rhythmus, Sauri. Find deine Form, auf geht's. Das Coole war, dass ich, glaube ich, wirklich noch nie so viel gelächelt habe in einem Rennen. Also ich habe wirklich versucht, den Menschen auch was zurückzugeben, weil es ist alles andere als selbstverständlich, dass Menschen an die Strecke kommen, um Athleten da so zu powern, ja, in ihrem Rennen. Ich sag mal, von der Erlebnis-Energieseite war es top, top, top. Performance unter den Bedingungen auch das Beste, was ich an dem Tag rausholen konnte. Aber geträumt hatte ich von einem noch besseren Tag natürlich. Man will ja immer schneller, höher, weiter. Aber es war vielleicht auch ein guter Reminder, dass ja, ich halt keine Maschine bin, sondern ein Mensch und dass doch eben sehr, sehr viel zusammenkommen muss und passen muss, dass man halt auch wirklich, ich sag mal, ja, einen neuen Rekord oder irgendwas erzielen kann. Es ist natürlich super schön, wieder hier zu sein. Es ist wirklich so wie ein zweites Zuhause. Höhentrainingslager an sich ist per se das Must-Do im Hochleistungsausdauersport. Wenn man da irgendwo mittanzen will, ganz vorne, ist in meinen Augen im Profisport geht kein Weg daran vorbei, die Exposition in Höhenluft zu nutzen. Es ist unspektakulär, aber das sind häufig gleiche Einheiten. Es sind Routinen. Es sind Dinge, die du halt immer wieder tun musst. Es sind unpopuläre Weisheiten aus dem Ausdauersport, ja, in Kombination mit ganz knallharter Wissenschaft, wo man sagt, okay, wie hoch kriege ich ein Gesamtkörperhämoglobin, wo ist das Blutplasmavolumen dann für Hawaii, was brauche ich an Intervallen, wie viel weniger Impact habe ich, wenn ich ein bisschen langsamer laufen kann, etc. pp.
ja, ein super cooles Gefühl, hilft halt wirklich, dass man, also ich würde sagen, eigentlich mit dem Ankommen schon da ist, wo ich bei einem anderen Trainingslager vielleicht wirklich 1-2 Tage bräuchte, bis ich alles organisiert habe, auch mit Trainingszeiten, Essen, Ankommen, Auspacken und so weiter. Das ist hier mittlerweile wirklich leicht. Man ist ja ein Stück weit weg von den anderen Sachen, so in der Höhe und in der Entfernung, so ein bisschen weg von allem, was stört. Und man kommt so aufs Wesentliche. Also es ist so dieser Charakter von einem Bergdorf. Und das Coole an dem Jahreszeitpunkt ist einfach wirklich, dass diese ganzen Touren und das Training hier oben auch viel mehr Spaß macht, wenn man halt schon eine ganz gute Basis hat. Und das merke ich einfach, dass halt meine Grundfitness halt wirklich gut ist. Das ist super cool und dass wir jetzt halt wirklich versucht haben, nochmal einen weiteren Entwicklungsschritt zu gehen Richtung Hawaii. In Summe würde ich sagen, hat alles echt richtig gut funktioniert. Von daher ist jetzt der volle Fokus auf Hawaii. Wir werden von St. Moritz erstmal nach Hause gehen, da ist so ein kleiner Stopover und dann gehen wir tatsächlich schon Anfang September nach Maui. Also ich freue mich auf die Start Nummer 1. Es wird super einfach sein, mein Fahrrad zu finden. Das wird ganz vorne stehen. Und ja, es ist einfach irgendwie ein Riesenprivileg, mit der Start Nummer 1 in das Rennen zu gehen und da eben auch als die Titelverteidigerin reinzugehen. Das wird noch spannend und braucht auf jeden Fall, denke ich, auch noch einige Gespräche und mir helfen da auch eben immer lange Trainingseinheiten, wo ich wirklich so visualisieren kann und ein Stück weit wirklich so mein Gehirn einfach auch vorbereite auf die Herausforderungen, die da einfach dann warten.